Bedeutet auch, dass so, die ersten Fragen sind wieder so eine kleine Matheübung. Zum einen geht es nochmal um die Umrechnung zwischen Wellenlänge und Frequenz. Das hatten wir beim letzten Mal schon ausführlich, das lasse ich jetzt weg. Und wir hatten uns auch schon damit beschäftigt, was die Vorsätze bei Maßeinheiten bedeuten. Hier geht es jetzt nochmal um das richtige Arbeiten mit Zehnerpotenzen. Ich habe da nur 2 Beispiele rausgesucht. 0,002 Megaohm entspricht 2000 mal 10 hoch 2 Ohm, 2 mal 10 hoch 2 Ohm, 2 mal 10 hoch 3 Ohm oder 20 mal 10 hoch 3 Ohm. Wenn ich den Wert mal 1000 nehme, bekomme ich Kiloohm. Das heißt, das Komma 3 Stellen nach rechts gerückt, sind dann 2 Kiloohm. Kilo bedeutet 1000, also 10 hoch 3. 2 Kiloohm ist 2 mal 10 hoch 3 Ohm. Und jetzt andersherum, 2 mal 10 hoch minus 7 Watt entspricht 200 Mikrowatt, 2 Mikrowatt, 0,2 Mikrowatt oder 20 Mikrowatt. Mikro ist ein Millionstel, das wäre 10 hoch minus 6. Also 2 mal 10 hoch minus 6 wären 2 Mikrowatt. Wir haben aber 10 hoch minus 7, das heißt, wir müssen das nochmal durch 10 teilen und dann kommen wir auf 0,2 Mikrowatt. Jetzt kommen wir zu den Ausbreitungsbedingungen und dazu haben wir ja gerade erst ein ausführliches Video gemacht. Das sollte also kein Problem sein für euch. Was ist die Troposphäre? Die Troposphäre ist der Teil der Atmosphäre, in dem es zur Bildung sporadischer E-Regionen kommen kann, in welchen Aurora-Erscheinungen auftreten können, der sich über den Tropen befindet oder in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden. Ja, die Troposphäre, das ist die unterste Luftschicht der Atmosphäre bis maximal 18 Kilometer Höhe. Die E-Region beginnt ja in etwa 90 Kilometern Höhe, deshalb ist Antwort A schon mal falsch. Die Aurora-Erscheinungen treten auch nicht in der Troposphäre auf, sondern auch in der Ionosphäre. Troposphäre hat nichts mit den Tropen zu tun. Es ist tatsächlich die Schicht in der Atmosphäre, wo das Wetter stattfindet. Überhorizontverbindungen im VHF-UHF-Bereich kommen unter anderem zustande durch a. Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen in der Troposphäre durch das Auftreten sporadischer D-Regionen, b. Polarisationsdrehung in der Troposphäre bei hochliegender Bewölkung, c. Polarisationsdrehung in der Troposphäre an Gewitterfronten oder d. Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Temperatur und Dichte. Ja, also durch Polarisationsdrehung erreicht man erstmal keine Überreichweiten. Antwort B und C können wir schon mal streichen. Antwort A streichen wir auch, weil das widerspricht sich. Einmal die Reflexion in der Troposphäre
durch Erscheinungen in der D-Region, die in der Ionosphäre ist. Das hat miteinander nichts zu tun. Also bleibt nur noch Antwort D. Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die Bodenwellenausbreitung genutzt oder die troposphärische Ausbreitung oder die ionosphärische Ausbreitung oder die Oberflächenwellenausbreitung. Ja, also bei VHF-Verbindungen haben wir mit der Ionosphäre kein Glück mehr. Die Frequenzen sind zu hoch, als dass sie da noch gebeugt werden. In dem Fall geht es wirklich um die troposphärische Ausbreitung, nämlich das, was wir gerade schon besprochen haben, die Reflexion an Inversionsschichten, also Luftschichten mit stark unterschiedlicher Temperatur. Wie wird ein Aurora-Signal in Morsetelegrafie beurteilt? Es wird beurteilt mit R, S, T und A für Aurora. Es wird beurteilt mit R, S und T, da Aurora-Verbindungen überwiegend in CW getätigt werden. Es wird beurteilt mit R, S und A für Aurora, da der Ton bei Aurora sehr rau ist und nicht beurteilt werden kann. Oder D, es wird beurteilt mit R und T, weil die Signalstärke stark schwankt. Ja, es stimmt, dass die Verbindungen meistens in Telegrafie hergestellt werden, weil der Ton eben sehr rau klingt und eine Sprachnachricht sehr unverständlich wäre. Natürlich kann ich da auch eine Signalstärke angeben, deswegen ist Antwort D schon mal nicht richtig. Ja, aber es macht keinen Sinn, einen T-Wert für die Tonqualität anzugeben, weil die ist naturgemäß sehr schlecht. Deshalb beurteilt man das mit R und S, also der Lesbarkeit, der Signalstärke, und anstelle der Tonqualität kommt einfach nur ein A ohne irgendeine Zahl, also keine Bewertung in Stufen. Also man bewertet die Lesbarkeit, die Signalstärke mit den üblichen Zahlenwerten und dann hängt man einfach nur ein A hinten an für Aurora. Unter dem Begriff Short-Skip versteht man Funkverbindungen besonders im 10-Meter-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 Kilometer, die bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Refraktion in der F2-Region ermöglicht werden, bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Refraktion in der F1-Region ermöglicht werden, durch Brechung in der hochionisierten D-Region ermöglicht werden oder durch Brechung in sporadischen E-Regionen ermöglicht werden. Ja, hier geht es wieder um den Effekt, der als Sporadic E bekannt ist, den wir auch schon in den ersten Videos kurz erklärt hatten. Also ist hier Antwort D richtig. Was verstehen Sie unter dem Begriff Sporadic E? Kurzfristige, plötzliche Inversionsveränderungen in der E-Region, die Ausbreitung im VHF-Bereich ermöglichen. Die Brechung in lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Region. Lokal begrenzten kurzzeitigen Ausfall der Reflexion durch ungewöhnlich hohe Ionisation innerhalb der E-Region. Oder D. Kurzzeitig auftretende starke Reflexionen von VHF-Signalen an Meteorbahnen innerhalb der E-Region. Ja, und hier geht es einfach um die kurzfristig und sporadisch auftretenden höheren Ionisationen in der E-Region und deshalb stimmt Antwort B. Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Refraktion an a. den Wolken in der niedrigen Atmosphäre, b. elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre, c. den parasitären Elementen einer Richtantenne oder d. Hoch- und Tiefdruckgebieten in der hohen Atmosphäre. So, also Hoch- und Tiefdruckgebiete haben wir nicht in der hohen Atmosphäre, sondern in der Troposphäre. Können wir Antwort D schon mal streichen. Mit der Antenne hat das auch nichts zu tun. Es geht auch nicht um Brechung an den Wolken, sondern es geht um die Ionosphäre, die ja entsteht, wenn Luftteilchen elektrisch aufgeladen werden. Welches Frequenzband kann im Sonnenfleckenmaximum tagsüber auch mit kleiner Leistung für weltweite Funkverbindungen verwendet werden? Und da haben wir zur Auswahl das 160 Meter, das 80 Meter, das 10 Meter und das 2 Meter Band. Durch stärkere Ionisation erhöht sich die maximal nutzbare Frequenz im Kurzwellenbereich und davon profitiert vor allen Dingen das 10 Meter Band. In welcher Höhe befinden sich für die Kurzwellenfernausbreitung wichtige ionosphärische Regionen?
130 bis 450 Kilometer Höhe, 130 bis 200 Kilometer Höhe, 90 bis 130 Kilometer Höhe oder 50 bis 90 Kilometer Höhe. Ja, der Bereich zwischen 50 und 90 Kilometer, das ist die D-Region. Das ist die Schicht, die die Ausbreitung eher behindert, weil sie die Funkwellen absorbiert. 90 bis 130 Kilometer, das wäre die E-Region. Mit der kann man natürlich auch Weitverbindungen herstellen, aber je höher diese ionisierten Schichten liegen, an denen die Wellen gebrochen werden, umso weiter kommt man mit einem Sprung. Also bleibt hier Antwort A 130 bis 450 Kilometer Höhe und das entspricht der F-Region. Warum sind Signale im 160 und 80 Meter Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in welcher Region denn? Die dämpfende Schicht, das ist die D-Region, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach. Welchen Einfluss hat die D-Region auf die Fernausbreitung? Das ist quasi dieselbe Frage, nur nochmal anders gestellt. Sie reflektiert tagsüber die Wellen im 80 und 160 Meter Band. Nee, das stimmt nicht, sie reflektiert sie nicht. Die D-Region verhindert nachts die Fernausbreitung im langen, mittel- und unteren Kurzwellenbereich. Auch das ist nicht richtig. Sie verhindert zwar die Fernausbreitung, aber nachts ist sie gar nicht mehr vorhanden. Die D-Region führt tagsüber zur starker Dämpfung im 80 und 160 Meter Band. Genau so ist es. Was hätten wir noch als Antwort D? Die D-Region absorbiert tagsüber die Wellen im 10 Meter Band. Nee, eben gerade die nicht so stark, sondern sie absorbiert ja hauptsächlich die niedrigeren Frequenzen. Welche ionosphärische Region sorgt während der Sommermonate für gelegentliche gute Ausbreitung vom oberen Kurzwellenbereich bis in den UKW-Bereich? Die E, die F1, F2 oder die D-Region? Hier geht es jetzt wieder um den Effekt Sporadic E, also die E-Region ist gemeint. Welche ionosphärische Region ermöglicht im Wesentlichen Weitverkehrsverbindungen im Kurzwellenbereich? Ja, auch hier haben wir wieder die 4 verschiedenen Regionen zur Auswahl. Und wir haben ja gesagt, Weitverbindungen kann man am besten machen mit der am höchsten gelegenen Schicht und das ist die F2-Region. Welche ionosphärische Region ermöglicht die X-Verbindung im 80-Meter-Band in der Nacht? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil man eigentlich sagt, die Aufspaltung in F1 und F2-Region findet eigentlich nur bei starker Sonneneinstrahlung am Tag statt. In der Nacht haben wir nur noch eine F-Region, die entspricht aber im Prinzip der F2-Region, denn sie liegt um einiges höher als die E-Region. Die Schichten bauen sich ja mit steigender Sonneneinstrahlung von oben nach unten auf. Also erst die E-Region, dann die D-Region. Und am Abend bauen sie sich dann in umgekehrter Reihenfolge von unten nach oben wieder ab. Zuerst verschwindet die D-Region, dann die E-Region und übrig bleibt dann am Ende nur die F2-Region. Ja, weil diese Schicht eben sehr hoch liegt, die Luft sehr dünn ist und die Rekombination sehr lange dauert, sodass sie in der Nacht erhalten bleibt. Die Sonnenaktivität ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus ungefähr? Also wir reden jetzt nicht vom Tag-Nacht-Zyklus, sondern vom 11-Jahres-Zyklus. Das hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Welche Aussage ist für das Sonnenfleckenmaximum richtig? Die Sonnenaktivität ist sehr hoch und führt zu starker Ionisation in der F-Region. Die Sonnenaktivität verringert sich stark und führt zur stärkeren Ionisation in der F-Region. Die Sonnenaktivität ist in der Nacht sehr hoch, am Tag sehr schwach und führt deshalb zu keiner Ionisation in der D-Region. Oder D, die Sonnenaktivität ist sehr hoch und führt zu schwächerer Ionisation in der F-Region. So, also da können wir erstmal die Antworten rausnehmen, die sich widersprechen. Also wenn die Sonnenaktivität sehr hoch ist, warum sollte das zu einer schwächeren Ionisation führen? Also Antwort D ist falsch. Antwort C, ja, das macht gar keinen Sinn. Die Sonnenaktivität ist in der Nacht sehr hoch und am Tag sehr schwach. Wie bitte? B, die Sonnenaktivität verringert sich stark und führt zu stärkerer Ionisation in der F-Region. Ja, auch hier wieder, warum soll eine geringere Sonnenaktivität zu einer stärkeren Ionisation führen? Richtig ist Antwort A, wenn die Sonnenaktivität sehr hoch ist, führt das natürlich auch zur stärkeren Ionisation in der F-Region.
Unter der toten Zone wird der Bereich verstanden: a. der durch die Bodenwelle erreicht wird und für die Raumwelle nicht zugänglich ist. Ja, warum soll das eine tote Zone sein, wenn die Bodenwelle dorthin kommt? B. der durch die Bodenwelle überdeckt wird, sodass schwächere DX-Stationen zugedeckt werden. Nee, ist auch Quatsch. C. der durch die Überlagerung der Bodenwelle mit der Raumwelle in einer Zone der gegenseitigen Auslöschung liegt. Auch das ist nicht richtig. Bleibt ja nur noch Antwort D, der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die Raumwelle noch nicht erreicht wird. Das ist der Bereich der toten Zone. Wie nennt man den Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle? A. Fading, B. Mögel-Dellinger-Effekt, C. Backscatter oder D. MOF. Man braucht ja den Namen Schwund nur zu übersetzen und dann kommt man auf A. Fading. Was kann durch das Zusammenwirken von Raum- und Bodenwelle verursacht werden? Rauschen, Rückstreuung, Frequenzverschiebung oder Feldstärkeschwankungen. Da sind wir wieder beim Fading. Wenn sich zwei Wellen überlagern, die sich dann in der Amplitude und in der Phasenlage ständig verändern, dann gibt es Interferenzen und die führen zur teilweise Verstärkung und Auslöschung der beiden Wellen. Dadurch schwankt dann die Feldstärke am Empfänger. Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein Kurzwellensignal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig vom Abstrahlwinkel der Antenne, von der Polarisation der Antenne, vom Antennengewinn oder von der Sendeleistung. Ja, sie hängt natürlich vom Abstrahlwinkel der Antenne ab. Je flacher ich auf die Ionosphäre strahle, umso weiter ist die Entfernung, die ich überbrücken kann. Der flachste Winkel wäre ja 0 Grad, also parallel zur Erdoberfläche. Und um so einen niedrigen Abstrahlwinkel zu erreichen, müssen die Antennen dann sehr hoch positioniert werden. Was bedeutet die MOF bei der Kurzwellenausbreitung? Kritische Grenzfrequenz, mittlere Nutzfrequenz, höchste nutzbare Frequenz oder niedrigste nutzbare Frequenz. Also das M steht nicht für mittlere Nutzfrequenz, sondern für Maximum Usable Frequency, also die höchste nutzbare Frequenz. Sie führen Funkbetrieb nahe der aktuell höchstmöglichen Frequenz durch. Um den Funkbetrieb auf noch höheren Frequenzen fortsetzen zu können, muss die Ionisation der brechenden Region unverändert bleiben, zunehmen, verschwinden oder abnehmen. Die höchstmögliche nutzbare Frequenz erhöht sich mit dem Ionisationsgrad der Ionosphäre, also muss die Ionisation zunehmen. Antwort B ist die richtige. Eine stärkere Ionisation der F-Region führt zu A. einer stärkeren Absorption der höheren Frequenzen, B. einer größeren Durchlässigkeit für die höheren Frequenzen, C. einer niedrigeren MOF oder D. einer höheren MOF. Das ist ja quasi dieselbe Frage, jetzt nur noch mal andersrum. Mit stärkerer Ionisation erhöht sich auch die höchste nutzbare Frequenz, also Antwort D. Die niedrigste brauchbare Frequenz bei Raumwellenausbreitung zwischen zwei Orten hängt ab a. vom Abstrahlwinkel der Antenne, b. vom Ionisationsgrad in der E-Region, c. von der Polarisation der Antenne oder d. vom Ionisationsgrad in der D-Region. Was beeinflusst denn die niedrigste übertragbare Frequenz? Das ist die Absorption in der D-Region, denn die absorbiert ja hauptsächlich niedrige Frequenzen. Also hängt die untere Frequenz, mit der man über die Raumwelle senden kann, vom Ionisationsgrad in der D-Region ab. Welche der folgenden Aussagen trifft für Kurzwellenfunkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen? A. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen. B. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen. C. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen. Oder D. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus.
Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen. Da können wir schon mal Antwort A und B streichen, denn die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht deshalb auch über den optischen Horizont hinaus. Welche Frequenzen werden stärker gedämpft? Das sind die höheren Frequenzen. Das heißt, die Bodenwelle ist also eigentlich eher interessant für Lang- und Mittelwelle. Also die richtige Antwort ist Antwort C. Die wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft. Die Ausbreitung der Wellen im 160 Meter Band erfolgt tagsüber hauptsächlich A über die Bodenwelle, weil durch die Dämpfung der D-Region keine Raumwelle entstehen kann. B über die Raumwelle, weil es in der Troposphäre durch Temperaturinversionen zu Reflexionen für die Frequenzen unter 2 MHz kommen kann. C über die Raumwelle, weil die Refraktion in der D-Region für Frequenzen bis zu 2 MHz besonders stark ist. Oder D über Raum- und Bodenwelle, weil es bei den Frequenzen unter 2 MHz nur zu geringfügigen Phasenverschiebungen zwischen reflektierter und direkter Welle kommt. Also da ist jetzt einiges durcheinander geworfen. Es wäre mir neu, dass Frequenzen unter 2 MHz geringfügige Phasenverschiebungen erzeugen. Über die Raumwelle erfolgt die Ausbreitung eben gerade nicht, weil an der D-Region werden die Wellen nicht gebrochen, sondern sie werden absorbiert. Deshalb kann Antwort C und Antwort B auch nicht richtig sein. Richtige Antwort ist A. Die Ausbreitung erfolgt hauptsächlich über die Bodenwelle, weil die D-Region tagsüber diese Frequenzen sehr stark dämpft. Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die sogenannte Gray Line eine besondere Rolle. Was ist die Gray Line? Die instabilen Ausbreitungsbedingungen in der Äquatorialzone, die Zone der Dämmerung um Sonnenauf- und Untergang herum, die Zeit mit der besten Möglichkeit für Shortskip-Ausbreitung oder die Übergangszeit vor und nach dem Winter, in der sich die D-Region ab und wieder aufbaut. Der Name Gray Line sagt es ja eigentlich schon, es ist die Dämmerungszeit am Morgen oder am Abend. Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare, also nach einer sehr starken Sonneneruption, führt zu erhöhter Ionisierung der D-Region und damit zu zeitweiligem Ausfall der Raumwellenausbreitung auf der Kurzwelle. Diese Erscheinung bezeichnet man als Aurora-Effekt, kritischer Schwund, Mögel-Dellinger-Effekt oder sporadische E-Ausbreitung. Ja, das ist ein Effekt, der wurde nach seinen Entdeckern benannt, der Mögel-Dellinger-Effekt. Welche Auswirkung hat der Mögel-Dellinger-Effekt auf die Ausbreitung von Kurzwellen, den zeitlich begrenzten Ausfall der Raumwellenausbreitung, den zeitlich begrenzten Schwund durch Mehrwegsausbreitung in der Ionosphäre, die zeitlich begrenzten auftretende Verzerrung der Modulation oder das Übersprechen der Modulation eines starken Senders auf andere über die Ionosphäre übertragene HF-Signale? Die Antwort stand im Prinzip schon in der vorigen Frage drin. Es gibt einen zeitlich begrenzten Ausfall der Raumwellenausbreitung, weil die D-Region die Funkwellen durch die hohe Ionisation komplett absorbiert. Was ist mit der Aussage Funkverkehr über den langen Weg gemeint? A. Bei guten Ausbreitungsbedingungen treten mehrfache Refraktionen mit vielen Sprüngen auf. Dann ist es möglich, sehr weite Entfernungen, lange Wege zu überbrücken. B. Bei guten Ausbreitungsbedingungen treten mehrfache Refraktionen mit vielen Sprüngen auf. Sie hören dann ihre eigenen Zeichen zeitverzögert als Echo im Empfänger wieder. Sie laufen also den langen Weg einmal um die Erde. C. Bei sehr guten Ausbreitungsbedingungen liegen die reflektierenden Regionen in großer Höhe. Die Sprungdistanzen werden dann sehr groß, sodass sie die Reichweite der Bodenwelle um ein Vielfaches übertreffen. Dann kann man mit einem Sprung einen sehr langen Weg zurücklegen. Oder D. Die Funkverbindung läuft nicht über den direkten Weg zur Gegenstation, sondern über die dem kürzesten Weg entgegengesetzte Richtung. Und das ist dann auch die richtige Antwort. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie das Signal vom Sender zu Empfänger kommen kann. Einmal die kürzeste Entfernung zwischen beiden. Oder bei Kurzwelle ist es ja auch möglich, komplett um die Erde herumzukommen. Also man kann auch den entgegengesetzten Weg nehmen, um die Erde herum. Der Weg ist dann natürlich dann länger und funktioniert nur, wenn die Ausbreitungsbedingungen dazu passen.
Was bedeutet die Aussage, dass ein Funkamateur in Deutschland mit VK auf dem langen Weg gearbeitet hat? So, dazu muss man erstmal wissen, was mit VK gemeint ist. Das ist der Landeskenner von Australien. A. Der Verbindungsweg mit Australien ist wegen der schlechten Ausbreitungsbedingungen erst nach langer Wartezeit zustande gekommen. B. Die Verbindung mit Südamerika ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Australien hinweg zustande gekommen. C. Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf langem direkten Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen. Oder D. Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen. Ja, das ist das gleiche Problem nochmal anders formuliert. Die ersten 3 Antworten sind so nicht richtig, sondern Antwort D. Normalerweise wäre die kürzeste Verbindung in Richtung Südosten über den asiatischen Kontinent. Wenn die Ausbreitungsbedingungen aber in die andere Richtung besser sind, dann kann man auch den langen Weg über Südamerika nehmen. Wie werden elektrische Spannungsmessgeräte an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt? Das Spannungsmessgerät ist a. parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte niederohmig sein. B. parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein. C. in den Stromkreis einzuschleifen und sollte hochohmig sein. Oder D. in den Stromkreis einzuschleifen und sollte niederohmig sein. Ja, also das sollte eigentlich jeder mittlerweile wissen. Ein Spannungsmessgerät wird parallel zu dem Messobjekt angeschlossen und es sollte natürlich möglichst hochohmig sein. Idealerweise hat es einen Innenwiderstand von unendlich, aber unendlich gibt es in der Realität nicht. Richtige Antwort ist also Antwort B. Antwort D wäre richtig für ein Strommessgerät, denn das wird in den Stromkreis eingebunden, damit der komplette Strom durch das Gerät durchfließt. Und es sollte möglichst niederohmig sein, um da keinen zusätzlichen Spannungsabfall zu erzeugen. Idealerweise sollte der Widerstand 0 sein, aber auch das geht in der Realität nicht. Ausgenommen vielleicht ein Zangenamperemeter, was ja überhaupt nicht in den Stromkreis eingebunden wird und von außen nur das Magnetfeld misst, was durch den Stromfluss entsteht. Welche Schaltung mit idealen Messgeräten könnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes anhand des Ohmschen Gesetzes zu ermitteln? Widerstand ermitteln mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes bedeutet, wir müssen die Spannung über den Widerstand messen und den Strom, der da durchfließt. Sehen wir uns mal die 4 Möglichkeiten an. Im Fall A haben wir sogar eine sehr gefährliche Schaltung, denn wir haben das Amperemeter parallel zur Spannungsquelle. Das Amperemeter, was ja niederohmig ist, schließt die Spannungsquelle im Prinzip kurz. Das wird nicht ohne Schaden für das Amperemeter ausgehen. Beim Stromkreis B sind beide Instrumente in Reihe geschaltet, auch das kann nicht funktionieren. Im Fall C haben wir das Voltmeter in Reihe und das Amperemeter parallel zum Widerstand. Auch das ist falsch. Richtig ist natürlich Antwort D. Das Voltmeter ist parallel geschaltet und das Amperemeter befindet sich im Stromkreis in Reihe mit dem Widerstand, den wir messen wollen. In dem Fall haben wir die sogenannte stromrichtige Schaltung, weil das Amperemeter den tatsächlichen Strom zeigt, der durch den Widerstand fließt. Das Voltmeter zeigt nicht exakt die Spannung über den Widerstand an, denn über dem Amperemeter haben wir auch noch einen kleinen Spannungsabfall. Die nächsten beiden Fragen beschäftigen sich mit etwas, was eigentlich immer seltener wird, nämlich Zeigermessinstrumente. Es geht einfach darum, richtig den Wert vom Messgerät abzulesen. Wie immer haben wir hier 4 mögliche Antworten. Wenn wir uns die Skalen ansehen, haben wir 2 Einteilungen. Die erste geht bis 100 und die untere geht bis 30. Der Messbereich soll 10 Volt sein, also müssen wir die obere Skala nehmen. Der Vollausschlag, also die 100, wären 10 Volt. Wir müssen also den Skalenwert durch 10 teilen, um die richtige Spannung rauszubekommen. Wir haben jetzt hier 29 Skalenteile. Geteilt durch 10 ergibt das dann 2,9 Volt. Hier die gleiche Anzeige nochmal, allerdings jetzt im Messbereich von 300 Volt. Dazu nehmen wir jetzt die untere Skala. Vollausschlag bei der 30 wären also 300 Volt. Hier müssen wir jetzt den angezeigten Skalenwert mal 10 nehmen.
So, und der Zeiger steht bei etwa 8,8. Das mal 10 ergibt 88 Volt. Hier ist wieder ein Oszillogramm zu sehen. Wie groß ist der Spitzenwert der in diesem Schirmbild dargestellten Spannung? Spitze, Spitze bedeutet vom positiven Maximum zum negativen Maximum, also nicht bis zur Nulllinie. Ein Kästchen sind 3 Volt. Die gesamte Schwingung erstreckt sich über 4 Kästchen, das sind dann also 3 mal 4 gleich 12 Volt. Der Spitzenwert an einer häuslichen einphasigen 230 Volt Stromversorgung beträgt 460 Volt, 650 Volt, 163 Volt oder 325 Volt. Ja, wie berechnet man den Spitzenwert? Die 230 Volt, das ist ja der sogenannte Effektivwert. Und bei einer sinusförmigen Spannung liegt der um den Faktor Wurzel 2 niedriger als der Spitzenwert. Also ist der Spitzenwert der Effektivwert mal Wurzel 2, 230 mal Wurzel 2 ergibt 325. Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 Volt. Wie groß ist in etwa der Spitzenwert? So, jetzt aufpassen. Jetzt ist gefragt der Spitzenwert. 12 Volt mal Wurzel 2 ergibt etwa 17 Volt. Das ist aber dann die Spannung von der Nulllinie bis zum Maximum. Der Spitzenwert ist dann doppelt so groß, also hier ist richtig 34 Volt. Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 Volt. Wie groß ist in etwa der Effektivwert der Wechselspannung? Hier müssen wir jetzt einfach nur andersrum rechnen. 12 geteilt durch Wurzel 2 und das ergibt ungefähr 8,5. Welche der im folgenden Diagramm eingezeichneten Gleichspannungen setzen an einen Wirkwiderstand etwa die gleiche Leistung um wie die dargestellte sinusförmige Wechselspannung? Ja, wir suchen also die Gleichspannung, die an einem ohmschen Widerstand genauso viel Leistung in Wärme umsetzt wie diese Wechselspannung. Das ist ja genau die Definition des Effektivwertes. Also gesucht wird der Effektivwert dieser Spannung und der ist wieder der Spitzenwert geteilt durch Wurzel 2 und das ergibt ungefähr 0,7. So, jetzt geht es in die andere Richtung beim Oszilloskop. Eben haben wir uns um die Amplitude gekümmert, also um die senkrechte Auslenkung. Jetzt geht es um die waagerechte Auslenkung. Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 Millisekunden entspricht. Welche Periodendauer hat die angelegte Spannung? Die Periodendauer ist ja die Zeit, die gebraucht wird für eine komplette Schwingung, also eine komplette positive und eine komplette negative Halbwelle. Die geht hier auf dem Oszillogramm über 8 Kästchen. Wenn ein Kästchen 0,5 Millisekunden entspricht, dann sind 8 Kästchen 4 Millisekunden. Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung in etwa? Wir wissen ja jetzt, wie wir die Periodendauer ablesen können. Die Frequenz ist ja nichts weiter als der Kehrwert davon. So, hier geht eine Periode über 4 Kästchen. Ein Kästchen entspricht 3 Mikrosekunden. Eine Schwingung braucht also 12 Mikrosekunden und der Kehrwert daraus ergibt 83,3 Kilohertz. Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet? A. Ein Oszilloskop, B. ein Frequenzzähler, C. ein Vielfachmessgerät oder D. ein Transistorvoltmeter? Ein Frequenzzähler sagt uns höchstens, wie hoch ist die Frequenz. Mit einem Vielfachmessgerät könnte man eventuell die Spannung messen. Und genauso ist es bei einem Transistorvoltmeter. Hier geht es ja nicht darum, nur irgendwelche Werte zu messen, sondern Verzerrungen können wir erkennen, wenn wir die Form einer Schwingung beurteilen. Und das können wir nur mit einem Oszilloskop. Die nächsten Fragen beschäftigen sich mit ein paar Bauelementen. Wie wird in der Regel bei SMD-Widerständen der Widerstandswert angegeben? A. Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Farbringen aufgedruckt, wobei der letzte Farbring die Toleranz angibt. B. Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die angegebene Zahl dem Wert des Widerstands entspricht. C. Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die letzte Ziffer die Zehnerpotenz angibt. Oder D. Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Farbringen aufgedruckt, wobei
der letzte Farbring die 10er Potenz angibt. Ja, Antwort D ist das, was wir von normalen Widerständen her kennen. Auf SMD-Widerständen gibt es aber keine Farbpunkte oder Ringe. Hier in den Fragen geht es nur um den dreistelligen Zahlencode. Dabei ist dann die letzte Zahl die 10er Potenz. Das ist ja so ähnlich wie mit den Farbringen. Richtige Antwort ist C, wobei der Vollständigkeit halber muss man sagen, es gibt natürlich auch noch andere Codes für SMD-Widerstände, einen dreistelligen Zeichencode oder sogar einen vierstelligen Zahlencode. So, und hier nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223? Die ersten beiden Ziffern, das ist der Wert des Widerstandes und die letzte ist dann die 10er Potenz, also 22 mal 10 hoch 3 macht 22 Kiloohm. Welche Widerstände sind besonders als Hochlastwiderstände bei niedrigeren Frequenzen geeignet? Drahtwiderstände, Metalloxid-Schichtwiderstände, Metallschichtwiderstände oder LDR-Widerstände. LDR steht für Light Dependent Resistor, also zu Deutsch Photowiderstand. Ja, am besten für hohe Lasten ist natürlich ein Drahtwiderstand. Da haben wir einen sehr viel größeren Querschnitt für den Strom und können deshalb dort viel höhere Leistungen umsetzen. Schichtwiderstände haben ja eher einen kleineren Querschnitt. Welche Widerstände sind induktionsarm und eignen sich besonders für den Einsatz bei Frequenzen oberhalb von 30 MHz? Wir haben wieder die gleiche Auswahl von Widerständen. Den Photowiderstand können wir gleich mal streichen. Der Drahtwiderstand kommt jetzt natürlich auch nicht in Frage, denn das ist ja praktisch eine Spule. Bleiben also nur noch die beiden Schichtwiderstände und da ist der Metalloxid-Schichtwiderstand der bessere, weil der eine viel geringere Wendelung hat. Welche Widerstände haben geringere Fertigungstoleranzen und Temperaturabhängigkeit und sind besonders als Präzisionswiderstände geeignet? Hier sind es jetzt die Metallschichtwiderstände. Die Metalloxid-Schichtwiderstände sind für höhere Belastbarkeit ausgelegt und die Metallschichtwiderstände für Langzeitstabilität und geringe Toleranz. Eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich sollte für beste Eigenschaften beispielsweise aus a. hochbelastbaren Drahtwiderständen bestehen, b. ungewendelten Metalloxidwiderständen bestehen, c. temperaturfesten Blindwiderständen bestehen oder d. aktiv gekühlten Heizwändeln bestehen. Also eine künstliche Antenne, das soll ja im Prinzip möglichst eine ohmsche Last sein, also wieder eine geringe Induktivität haben. Da fallen natürlich die Drahtwiderstände weg, auch irgendwelche gekühlten Heizwändeln. Was ein temperaturfester Blindwiderstand sein soll, das weiß ich auch nicht. Also richtig ist Antwort B, ein ungewendeter Metalloxidwiderstand oder mehrere von diesen Widerständen. Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 50 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden? A. Zwei parallel geschaltete Drahtwiderstände von 100 Ohm. B. Zwei gewendelte 25 Ohm Kohleschichtwiderstände in Reihenschaltung. C. 10 ungewendelte 500 Ohm Kohleschichtwiderstände in Parallelschaltung. Oder D. Ein einzelner 50 Ohm Drahtwiderstand. Auch hier geht es wieder darum, dass wir eine möglichst geringe Induktivität haben. Deshalb sind die Antworten A und D schon mal nicht richtig. Drahtwiderstände sind hier nicht die richtige Wahl, auch wenn sie sehr stark belastbar sind. Am besten sind dann die ungewendelten Kohleschichtwiderstände. Und wenn man davon 10 Stück von 500 Ohm parallel schaltet, bekommt man auch 50 Ohm. Die Farbringe Grün, Blau und Rot sowie ein silberner auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert zwischen, da gucken wir erstmal, was die Farben bedeuten, Grün, Blau, Rot und Silber. Grün, Blau, Rot und Silber. Das wäre ein Widerstand von 5,6 Kiloohm. Der silberne Farbring gibt die Toleranz an, plus minus 10%. Also müssen wir jetzt von den 5,6 Kiloohm nur 10% nach unten und 10% nach oben rechnen. Und dann ist die richtige Antwort Antwort C. 5,6 Kiloohm minus 560 Ohm sind 5040 Ohm
und 5,6 Kiloohm plus 560 Ohm sind 6160 Ohm. Welche Widerstände haben eine charakteristische Temperaturabhängigkeit und eignen sich daher besonders zur Temperaturmessung? A. Drahtwiderstände, B. Metallschichtwiderstände, C. NTC-Widerstände oder D. LDR- oder Photowiderstände. Temperaturabhängig sind natürlich alle Widerstände. Die größte Abhängigkeit von der Temperatur haben Halbleiter und sie haben einen negativen Temperaturkoeffizient, abgekürzt NTC-Widerstand. Richtige Antwort ist also Antwort C. Der Photowiderstand wäre zwar auch ein Halbleiterwiderstand, aber er ist auf Lichtabhängigkeit optimiert. Und wenn man die Temperatur messen will und einen Photowiderstand nimmt, dann würden natürlich Änderungen in der Beleuchtungsstärke Messfehler bedeuten. Welches Bauteil hat folgendes Schaltzeichen? Das Theta an dem Widerstand sagt, dass er temperaturabhängig ist. Und die beiden Pfeile zeigen an, wie sich der Widerstand mit der Temperatur verändert. Ein Pfeil zeigt nach oben, einer nach unten. Das bedeutet, wenn die Temperatur ansteigt, dann geht der Widerstandswert nach unten. Wir haben also wieder einen Widerstand mit negativen Temperaturkoeffizienten, also einen NTC. Was bedeuten die anderen Abkürzungen? Naja, LDR kennen wir schon, das ist der Photowiderstand. VDR, das ist ein spannungsabhängiger Widerstand. Und PTC, das ist dann ein Widerstand mit positiven Temperaturkoeffizienten. Und in der nächsten Frage sollen wir jetzt das passende Schaltzeichen für den PTC-Widerstand aussuchen. Bei dem ist es natürlich so, dass wenn die Temperatur nach oben geht, auch der Widerstandswert steigt. Deshalb ist richtig Antwort D. Im Schaltbild finden wir zwei Pfeile nach oben. In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung, Widerstand und Leistung richtig? Machen wir mal eine kleine Wiederholung. Jeder sollte die Formel für die elektrische Leistung kennen, P gleich U mal I. Was ist aber jetzt, wenn wir nur eine der beiden Größen kennen und alternativ dazu aber den Widerstand, an dem die Leistung umgesetzt werden soll? Naja, dann müssen wir einfach eine Größe so ersetzen, dass da der Widerstand drin vorkommt. Und welche Gleichung stellt den Zusammenhang zwischen Widerstand, Strom und Spannung her? Natürlich das Ohmsche Gesetz, R gleich U durch I. Und das setzen wir jetzt einfach hier ein. Nehmen wir an, uns ist der Strom nicht bekannt, dann müssen wir den durch das Ohmsche Gesetz ersetzen. I ist gleich U durch R. Das ergibt dann zusammen, P ist gleich U² durch R. Machen wir das gleiche, indem wir die Spannung ersetzen durch das Ohmsche Gesetz. U ist gleich R mal I und dann ist P gleich I² mal R. Diese beiden Formeln, die sollte man auch kennen und wenn nicht, dann sollte man wissen, wie man sich die ganz einfach herleitet. Ja, und mit dem Wissen können wir jetzt hier die richtigen Formeln finden. P ist I² mal R, dann ist I² gleich P durch R und I ist dann die Wurzel aus P durch R. Und wie berechnet man die Spannung? P ist U² durch R, dann ist U² gleich P mal R und U gleich Wurzel aus P mal R. Die richtige Antwort ist also jetzt hier Antwort D. Hier im Prinzip die gleiche Frage nochmal, nur dass wir jetzt den Widerstand ausrechnen wollen aus Leistung und Strom bzw. Spannung. P ist U² durch R, dann ist R gleich U² durch P. P ist I² mal R, dann ist R gleich P durch I². Hier ist die richtige Antwort die Antwort B. Gelten die Formeln für die Leistung an einem rein ohmschen Widerstand auch bei Wechselspannung? A. Ja, wenn mit den Spitzenwerten gerechnet wird. B. Nein, da die Blindleistung nicht berücksichtigt wird. C. Nein, da die periodische Änderung von Strom und Spannung dann vernachlässigt wird. Oder D. Ja, wenn mit den Effektivwerten gerechnet wird. Antwort B können wir streichen, denn an einem ohmschen Widerstand tritt keine Blindleistung auf. So einem Widerstand ist es auch egal, ob wir eine periodische Änderung von Strom und Spannung haben oder nicht. Das heißt, der verhält sich beim Gleichstrom genauso wie beim Wechselstrom. Deshalb ist Antwort C auch nicht richtig.
Ja, wir müssen allerdings darauf achten, dass wir mit Effektivwerten rechnen, denn beim Effektivwert geht es ja gerade darum, wie viel Leistung an so einem Widerstand umgesetzt wird. Beim Effektivwert geht es ja darum, wie groß ist eine Gleichspannung, die genauso viel Energie in Wärme umsetzt an einem ohmschen Widerstand wie die betrachtete Wechselspannung. Wir müssen also hier mit den Effektivwerten rechnen und dann können wir die Gleichungen, die wir gerade gesehen haben, auch anwenden. Jetzt machen wir das Ganze mal mit ein paar Beispielen. Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50 Ohm Antenne wird mit 100 Volt gemessen. Die Leistung an der Last beträgt, ja, wie viel Watt? Wir haben den Widerstand und die Spannung. P ist gleich U² durch R. Also 100 Volt zum Quadrat durch 50 Ohm und das macht 200 Watt. Wie sieht das aus, wenn wir nur den Strom kennen? Wie viel Leistung wird an einer künstlichen 50 Ohm Antenne umgesetzt, wenn ein effektiver Strom von 2 Ampere fließt? P ist gleich I² mal R. I ist 2 Ampere, 2 Quadrat ist 4 mal 50 Ohm, macht wieder 200 Watt. Ein Widerstand von 100 Kiloohm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 1000 Volt und eine maximale Belastbarkeit von 6 Watt. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden, ohne ihn zu überlasten? 100 Volt, 1 Kilovolt, 775 Volt oder 0,07 Kilovolt. Ja, wir nehmen die Spannungsformel, die wir uns oben hergeleitet haben. U ist gleich Wurzel aus P mal R. Das sind 6 Watt mal 10 hoch 5 Ohm. Und daraus die Wurzel macht rund 775 Volt. Ein Widerstand von 120 Ohm hat eine Belastbarkeit von 23 Watt. Welcher Strom darf höchstens durch den Widerstand fließen, damit er nicht überlastet wird? Jetzt müssen wir das in die Stromformel einsetzen. I ist gleich Wurzel aus P durch R. Das ist Wurzel aus 23 Watt durch 120 Ohm. Und das macht ungefähr 0,438 Ampere oder 438 Milliampere. Ein Oszilloskop zeigt einen sinusförmigen Spitze-Spitze-Wert von 25 Volt an einem 1000 Ohm Widerstand an. Der Effektivstrom durch den Widerstand beträgt entweder 12,5 mA, 25 mA, 8,8 mA oder 40 Ampere. Hier muss man jetzt aufpassen, da ist eine kleine Falle eingebaut, weil wir hier vom Spitze-Spitze-Wert reden. Das bedeutet, der einfache Spitzenwert liegt bei der Hälfte der Spannung, also 25 Volt durch 2, das sind 12,5 Volt. So, und hier ist jetzt aber nach dem Effektivwert gefragt. Das heißt, wir müssen jetzt auch diesen Spannungswert noch in die Effektivspannung umrechnen. Das sind 12,5 Volt durch Wurzel 2, das sind rund 8,84 Volt. Und die 8,84 Volt können wir jetzt durch die 1000 Ohm teilen und kommen dann auf 8,8 Milliampere. Eine künstliche 50 Ohm Antenne besteht aus 11 parallel geschalteten 560 Ohm Kohleschichtwiderständen mit einem Belastungsnennwert von jeweils 5 Watt. Welcher Belastungsnennwert ergibt sich für die künstliche Antenne? 5 Watt, 0,45 Watt, 250 Watt oder 55 Watt. Hier ist der im Nachteil, der da sehr kompliziert denken möchte. Wenn ich an einem Widerstand eine Leistung von 5 Watt in Wärme umsetzen kann, dann kann ich das natürlich bei jedem der 11 Widerstände machen. Das bedeutet, insgesamt kann ich 55 Watt in Wärme umwandeln, ohne dass ich diese Widerstände überlaste. Um wie viel Dezibel verändert sich der Leistungspegel, wenn die Leistung verdoppelt wird? Das ist ein Wert, den sollte man irgendwann mal auch im Kopf haben. Zum Thema Dezibel habe ich ja ein gesondertes Video gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal nachsehen, wenn ihr da ein bisschen genauer euch nochmal informieren wollt. Ein Leistungsverhältnis in Dezibel berechnet man, indem man den 10er-Logarithmus von diesem Leistungsverhältnis nimmt. Dann bekommt man den Wert in Bell. Und wenn man das in Dezibel haben will, muss man das nochmal 10 nehmen. 100 Watt durch 50 Watt ist 2. Der 10er-Logarithmus von 2 ist 0,30103. Das können wir runden auf 0,3. Und das mal 10 ergibt dann 3 Dezibel. Nicht zu verwechseln
mit dem Spannungsverhältnis. Wenn wir also das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsspannung berechnen wollen in Dezibel, dann würde das bei einer Verdopplung rund 6 Dezibel bedeuten. Welches Feld stellt sich zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten beim Anliegen einer Gleichspannung in Näherung ein? A. Ein homogenes magnetisches Feld, B. Ein homogenes elektrisches Feld, C. Ein polarisiertes elektrisches Feld oder D. Ein polarisiertes magnetisches Feld. Zwischen zwei elektrisch geladenen Punkten gibt es immer ein elektrisches Feld. Also können wir die beiden Antworten mit den magnetischen Feldern schon mal streichen. In der Abbildung ist es ja schon angedeutet, die Feldlinien sind alle parallel und gleichmäßig im Raum verteilt und sowas nennt man ein homogenes elektrisches Feld. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass am Rande der Kondensatorplatten das Feld etwas unhomogen wird, aber in der Frage steht ja, was bildet sich näherungsweise aus. Richtig ist also Antwort B. Welche Einheit wird üblicherweise für die elektrische Feldstärke verwendet? Watt pro Meter, Ampere pro Meter, Henry pro Meter oder Volt pro Meter? Dazu müssen wir uns bloß überlegen, mit welcher Formel berechnen wir dann die elektrische Feldstärke. Die elektrische Feldstärke, das ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten, mit anderen Worten die Spannung, geteilt durch den Abstand dieser beiden Punkte. Spannung messen wir in Volt, Abstände normalerweise in einer Längeneinheit, zum Beispiel Meter. Also ist hier die richtige Einheit D Volt pro Meter. An den Metallbelegen eines Wickelkondensators mit 0,15 mm starkem Kunststoffdielektrikum liegt eine Spannung von 300 Volt. Wie hoch ist die elektrische Feldstärke zwischen den Metallbelegen ungefähr? Hier müssen wir zur Beantwortung der Frage einfach die Formel anwenden. E ist gleich 300 Volt geteilt durch den Abstand oder die Dicke des Dielektrikums, 0,15 mm. Wenn man das dann noch in Meter umrechnet, kommt man auf eine Feldstärke von 2 Millionen Volt pro Meter oder 2000 kV pro Meter. Ein Kondensator in einer Senderendstufe hat eine 0,15 mm starke PTFE-Folie als Dielektrikum. Die Durchschlagsfestigkeit von PTFE beträgt ca. 400 kV pro Zentimeter. Wie groß wäre die maximale Spannung, die an den Kondensator angelegt werden kann, ohne dass die Folie durchschlagen wird? Hier ist jetzt also die maximale Feldstärke gegeben. Wir müssen die Formel jetzt bloß umstellen. Die Spannung ist gleich die Feldstärke 400 kV pro Zentimeter mal den Abstand 0,15 mm. Das sind 40 Millionen Volt pro Meter mal 0,00015 Meter. Und das ergibt 6000 Volt bzw. 6 kV. Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet? Magnetische Feldlinien, horizontale Feldlinien, radiale Feldlinien oder elektrische Feldlinien? In so einem Leiter fließt in der Mitte der größte Strom. Wir haben da einen sogenannten Strombauch und an den Enden der geringste Strom, weil da ist der Leiter ja zu Ende. Der Spannungsverlauf ist genau umgekehrt. In der Mitte haben wir die geringste Spannung, da haben wir einen Spannungsknoten und die Spannung ist an den Enden der Antenne am größten und zwischen zwei Punkten mit unterschiedlichem Potential, also mit einer unterschiedlichen Spannung, entsteht ein elektrisches Feld. Richtige Antwort, Antwort D. Wenn ein konstanter Gleichstrom durch einen gestreckten Leiter fließt, sind die a. elektrischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter, b. die magnetischen Feldlinien sternförmig um den Leiter, c. die magnetischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter oder d. die elektrischen Feldlinien parallel zu den magnetischen Feldlinien um den Leiter. Um einen stromdurchflossenen Leiter bilden sich kreisförmige geschlossene Magnetfeldlinien. Das heißt, die richtige Antwort ist Antwort C. Die magnetischen Feldlinien sind konzentrische Kreise um den Leiter. Welche Einheit wird üblicherweise für die magnetische Feldstärke verwendet? Dazu müssen wir wieder die Formel kennen, mit der wir die Feldstärke berechnen. Die magnetische Feldstärke hängt zum einen von dem Strom durch den Leiter ab und vom Abstand der Feldlinien vom Leiter. Das ist hier das kleine r. Und das 2π, das steht da, weil wir es ja hier mit Kreisen zu tun haben. Im Nenner steht im Prinzip der Umfang des Kreises oder die Länge der Feldlinie. Als Maßeinheit haben wir dann also im Zähler einen Strom.
den messen wir in Ampere und den Abstand messen wir wieder in Meter. Das heißt, die richtige Einheit ist Ampere pro Meter. Welches Feld stellt sich im Inneren einer langen Zylinderspule bei Fließen eines Gleichstroms näherungsweise ein? Ein zentriertes magnetisches Feld, ein homogenes magnetisches Feld, ein konzentrisches magnetisches Feld oder ein homogenes elektrisches Feld. Also wir haben ja gerade festgestellt, bei einem Stromfluss entsteht ein magnetisches Feld. Antwort D kann schon mal nicht stimmen. Und die Feldlinien in der Spule sind auch wieder parallel zueinander und gleichmäßig im Raum verteilt. Das heißt, wir haben es hier wieder mit einem homogenen Feld zu tun, ein homogenes magnetisches Feld. Auch das gilt nur im Prinzip im Inneren der Spule, an den Rändern. Da wird das Magnetfeld dann gestreut und ist nicht mehr homogen. Diese Streuung kann man jetzt verringern, indem man Anfang und Ende der Feldlinien zusammenbringt. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man die Spule um einen Ringkern wickelt. Das magnetische Feld konzentriert sich jetzt in diesem Ferritkern. Und in der nächsten Frage geht es um eine kleine Rechnung. Ein Ringkern hat einen mittleren Durchmesser von 2,6 cm und trägt 6 Windungen Kupferdraht. Wie groß ist die mittlere magnetische Feldstärke im Ringkern, wenn der Strom 2,5 Ampere beträgt? Hier müssen wir jetzt ein bisschen mehr rechnen. Nehmen wir uns erstmal wieder die Formel für die magnetische Feldstärke her. Das ist der Strom durch 2πr. Da wir hier den Durchmesser gegeben haben, können wir das auch schreiben mit Pi mal d. Und das ist sozusagen wieder die Länge einer Feldlinie. Da wir es jetzt hier aber nicht mit einem einzelnen Leiter zu tun haben, sondern mit einer Spule, erhöht sich die elektrische Feldstärke mit jeder Windung. Deshalb müssen wir das Ganze noch mit der Windungszahl multiplizieren. Am Ende müssen wir rechnen 6 mal 2,5 Ampere geteilt durch 0,082 Meter. Und das ergibt etwa 183 Ampere pro Meter. Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet? Das gleiche Bild wie vorhin, nur dass wir jetzt über die gestrichelten runden Feldlinien reden. Und das sind natürlich die magnetischen Feldlinien um diesen Leiter, die durch den Stromfluss durch die Antenne entstehen. Wir können uns also merken, bei einer Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten entsteht ein elektrisches Feld und ein Stromfluss erzeugt ein magnetisches Feld. Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? A. Nur über das magnetische Feld. Das elektrische Feld wirkt sich nur im Nahfeld aus. B. Nur über das elektrische Feld. Das magnetische Feld wirkt sich nur im Nahfeld aus. C. Durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld. Oder D. Durch die unabhängige Ausbreitung von elektrischem und magnetischem Feld. Ja, das sind Grundlagen des Elektromagnetismus. Das Ganze könnte man jetzt mit den Maxwell'schen Gleichungen belegen. Die sagen im Prinzip, ein elektrisches Wechselfeld erzeugt ein magnetisches Wechselfeld und das erzeugt dann wiederum ein elektrisches Feld. Das heißt, bei so einer elektromagnetischen Welle halten sich beide Felder gegenseitig am Leben. Und deshalb funktioniert die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle nur durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld. Antwort C ist richtig. Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld beispielsweise? A. Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn ein zeitlich veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt. B. Es entsteht, wenn ein zeitlich konstanter Strom durch einen elektrischen Leiter fließt. C. Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn eine zeitlich konstante Spannung an einem elektrischen Isolator anliegt. Oder D. Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn eine zeitlich konstante Spannung an einem elektrischen Leiter anliegt. Wir haben ja schon gerade darüber geredet. Es geht um elektrische und magnetische Wechselfelder. Deshalb haben wir es da mit veränderlichen Komponenten zu tun. Also überall, wo steht, dass der Strom oder die Spannung konstant ist, kann die Antwort nicht stimmen. Bleibt also nur Antwort A. Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn ein zeitlich veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt. Am Beispiel der Antenne heißt das, die Antenne wirkt ja wie ein Schwingkreis. Das heißt, dort haben wir einen zeitlich veränderlichen Strom durch den Leiter und darum strahlt der ein elektromagnetisches Feld ab. Das macht übrigens auch jede elektrische Leitung in eurem Haus. Die strahlen elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 50 Hertz ab. Die kommen nur nicht so weit wie Rundfunkwellen. Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt bei Freiraumausbreitung im Fernfeld 45 Grad, 90 Grad, 180 Grad oder 360 Grad.
Hier ist nochmal eine Darstellung, die habe ich jetzt hier auf dem Kanal schon öfter mal gezeigt. Elektrisches und magnetisches Feld stehen senkrecht aufeinander, also haben einen Winkel von 90 Grad. Das haben wir ja auch an den Abbildungen der Antenne gesehen. Das magnetische Feld, das waren ja waagerechte konzentrische Kreise, während das elektrische Feld senkrechte Feldlinien waren. Welche Aussage trifft auf die elektromagnetische Ausstrahlung im ungestörten Fernfeld zu? A. Die E-Feldkomponente, die H-Feldkomponente und die Ausbreitungsrichtung stehen in einem rechten Winkel zueinander. B. Die Ausbreitungsrichtung befindet sich parallel zur E-Feldkomponente und verläuft senkrecht zur H-Feldkomponente. C. Die E-Feldkomponente und die H-Feldkomponente stehen in einem rechten Winkel zueinander. Die Ausbreitungsrichtung hat keine feste Beziehung dazu. Oder D. Die E-Feldkomponente und die H-Feldkomponente sind phasengleich und sind parallel zueinander. Die Ausbreitungsrichtung verläuft dazu in einem rechten Winkel. Sehen wir uns gleich nochmal das Bild an, wie sich eine elektromagnetische Welle ausbreitet. Das E-Feld und das H-Feld stehen senkrecht zueinander. Also zum Beispiel das eine Feld vertikal, das andere horizontal. Ja, und die Ausbreitungsrichtung, die steht dazu wieder senkrecht. Also die richtige Antwort ist Antwort A. E-Feld, H-Feld und Ausbreitungsrichtung stehen jeweils in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Ich würde sagen, für heute reicht es. Fortsetzung folgt, denn wir haben bisher ja nur etwa ein Viertel der Fragen beantwortet. Weiter geht's dann mit den wichtigsten elektronischen Bauelementen. Bis dahin.